Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem Februar-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Februar gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig, ausschlaggebend, was jedoch aber auch eventuell am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Im Extended im Übrigen deine Jahrespreview 2025. Schau rein. Ja, lieber Krebs, der Februar. Ja, sie sagen, er wird goldig. Der Februar richtet dich neu aus. Du wirst eine Begegnung haben. Gut möglich. Nicht in einem Umfeld. Das heißt, eventuell begibst du dich auf einen Kurztrip übers Wochenende, auf Reisen, besuchst irgendjemanden, der weiter weg von dir wohnt. Und diese Begegnung erinnert dich an etwas. Sie sagen, schnall dich an, denn es wird sich sehr vieles dadurch verändern. So, deine Themenkarten, sie kamen schon. Ja, es wird sich sehr vieles verändern. Licht ins Dunkel, dein Bewusstsein. Wow. Diese Karten hatten einige. Du hast 6 Themenkarten. Der Februar wird bewegt. Es gibt großen Grund, die Süße des Lebens nicht nur erfahren zu wollen, erkunden zu wollen, sondern sich auf den Weg zu machen, um diese Veränderungen, die angesprochen wurden, einzuleiten, aktiv zu handeln, um zu verändern. Jemand bringt bei dir Licht ins Dunkel und eben gut möglich, dass das diese Begegnung ist, schicksalhafte Begegnung, von der vorhin gesprochen wurde. Es ist ein Auftakt zu einer grundsätzlich radikalen Veränderung deinerseits. Dies hat mit deiner Gabe zu tun, dies hat mit einer Umstellung deiner Gewohnheiten zu tun, dies hat mit Cutouts zu tun. Du möchtest, dass die Welt dich endlich so wahrnimmt, wie du bist. Doch, kleine Gegenfrage, gibst du dich auch wirklich so, wie du bist? Du generierst Mut, um Schattenseiten, Schattenaspekte zu betrachten. Schauen wir uns deine Hauptthemenkarte an, das Hauptthema, unter dem der Februar steht. Ich glaube, du wirst durch diesen Kurztrip, diesen Ausflug, was auch immer du Signifikantes im Februar unternimmst, wirst du wirklich beschließen, etwas zu beenden, hinauszucutten aus deinem Leben oder eventuell aus deinen Gewohnheiten. Und somit setzt du dich im Großen und Ganzen mit dem Ende auseinander, mit dem Tod, mit dem Neuanfang und dem Leben. Du hast, wie wunderbar, du hast 2 Themenkarten. 2 Themenkarten. Und sie sind sowas von passend, denn sie sind das Bewusstsein und der Stern. Ende und Neuanfang. Ich glaube, du kannst im Februar sehr, sehr viel erreichen, wenn du mutig genug bist, wenn du bereit bist,
um zu verändern. Ich glaube, es wird dir aufgezeigt, wo es für dich eigentlich schwer ist, womit du dir schwer tust, was es gilt zu verändern. Gut möglich, dass du mit einem Schützen oder einem Wassermann verbunden bist oder diese dich gar, ja, sagen wir, auf den richtigen Trip bringen. Gehen wir in die Details, lieber Krebs. Du wirst Vogelstimmen wahrnehmen, anders als sonst. Vielleicht ganz neue Vogelstimmen. Und denk immer dran, im Außen, wenn die Vögel singen, wenn sie zwitschern, es wirkt erhellend, es wirkt beruhigend. Und ein Vogel singt in der Regel sein Lied dann, wenn er sich sicher fühlt, wenn es ihm gut geht. So sehe er sie als Boten, auch auszuatmen, die Ruhe zu gönnen, dich zu entspannen und vor allem dich sicher zu fühlen. Du kommst in den Februar hinein mit einigen illusorischen Gedanken, denn du hast ein Gefühl, eine Art des Drucks, welches du wahrnimmst, doch schau hin, wird dir der Druck im Außen auferlegt oder schlichtweg machst du ihn dir selbst? Denn das wird sehr, sehr oft verkannt. Wisse, du hast einen freien Willen, somit hast du immer die freie Wahl zu entscheiden, dich für etwas zu entscheiden oder dich gegen etwas zu entscheiden. Lass dir Zeit, die Qual der Wahl. Ich denke, es geht um deinen eigenen Willen. Das muss jetzt jemand hören. Nicht um das, was die anderen von dir wollen. Höre auf deinen Instinkt. Höre auf deine Intuition. Du kannst dies nicht mit dem Verstand, mit dem Kopf lösen. Es geht darum, was bringt dir Erfüllung im Sinne des Gefühlten, der Freude, des sich glücklich fühlens, der Leichtigkeit? Oder aber, was bringt dir Erfüllung auf materieller Ebene? Schau genau hin, mache dir selbst keine Illusionen, lieber Krebs. Du hast alle Zeit der Welt. Eine Wahl muss getroffen werden. Auch hat jemand ein Thema mit Spinnen. Vielleicht räumt ihr im Keller auf und es sind viele Spinnennetze, Spinnenweben da, die sauber gemacht werden müssen. Und Vorsicht vor Spinnenbissen bei einigen. Wow, ich weiß, warum du im Februar den Druck verspürst. Denn es geht um die Abhängigkeit. Mal wieder, lieber Krebs, mal wieder. Wenn du dir über das Erkennen deiner Abhängigkeit bewusst wirst, das ist schon die halbe Miete, das Bewusstwerden. Erkenne es, frage dich nicht,
wie werde ich diese Abhängigkeit los, denn dann klebt sie sich erst recht dran. Frage nach oben, gib den Auftrag nach oben, die für dich bestmöglichste Lösung präsentiert zu bekommen. Es ist eine Abhängigkeit, wo du bemerkst, dass jemand, ein Erdzeichen vor allem, Steinbock, Stier, Jungfrau, nicht die Großzügigkeit entgegenbringen kann, die du einst gesehen hast, dir erhofft hast. Es ist, als hättest du das Gefühl, zu kurz zu kommen. Du erkennst jemanden, eben diesen, der eine ganz andere Vision im Endeffekt hat als du. Und du wirst dich auch fragen, wie konnte ich diesem Menschen vertrauen, wenn er doch so unzuverlässig ist und meine Visionen nicht teilt. Momente des Unwohlfühlens. Du bist, denke ich, an die Grenzen deiner gedachten Komfortzone gekommen. Und was jetzt, lieber Krebs? Die Unterstützung, wo du dachtest, du brauchst sie unbedingt, um dir deinen Wohlstand aufbauen zu können, aufrechterhalten zu können. Plötzlich erkennst du, du wurdest gar niemals unterstützt. Die Frage ist nun, triggert es dein Trauma? Gehst du noch mehr ins Leisten, also dass du noch mehr Leistung bringen musst? Oder setzt du Grenzen den anderen und überwindest somit deine Komfortzone? Sehr interessant, sehr spannend, denn wie ist es, lieber Krebs, wenn man plötzlich erkennt, dass man Menschen, die man als unheimlich verlässlich und stark gesehen hat, aufs Podest gestellt hat und dachte, ja, dieser wird schon dafür sorgen, dass es mir gut geht, dieser ist da, um mich zu unterstützen. Ich schreite voran, um mich dem dienlich zu erweisen, was ich bekomme. Und was ist, wenn du plötzlich erkennst, dass eigentlich du nicht nur der Motor warst, sondern das Benzin auch gleich mit? Das kann wehtun, doch bitte, und dir wird gegeben. Und darum sei froh, dass du die freie Wahl hast. Du kannst dich umentscheiden. Und nun erkennen, was ist für dich wirklich wichtig. Welche Art der Fülle. Wir machen weiter im Extended und denk dran, die Preview ist auch noch mit dabei. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.